Als Cosplayer stehst du immer wieder vor einer sehr wichtigen Frage. Kaufen oder selber machen? Wie viel Zeit und Nerven willst du reinstecken? Und erkennt ein Nähleihe überhaupt den Unterschied? Hi, ich bin Lavatis und wir machen heute ein Experiment. Ich werde mein Cosplay selber nähen, meine beste Freundin wird sich das gleiche Kostüm bestellen und sie bewertet dann beide, ohne zu wissen, welches ist. Und welche Charaktere wären dafür besser geeignet als Rem und Ram von ReZero? Sie sind Zwillinge und sie haben genau das gleiche an. Los geht's! Ich starte mit einem Tellerrock, also einfach einem Kreis mit einem Loch in der Mitte und einer offenen Seite für den Reißverschluss. Die Maße habe ich mir mit dieser Formel ausgerechnet, aber inzwischen habe ich herausgefunden, dass es Tellerrockrechner gibt und das ist viel einfacher. Und hier ist nochmal der gleiche Rock in weiß als Unterrock. Ich erspare euch das miese Audio, aber hier erkläre ich, dass man Tellerröcke ein paar Tage aushängen lassen sollte, bevor man den Saum näht, weil sich der Stoff meistens noch verzieht. Nachdem ich den endgültigen Saum zuschneiden konnte, habe ich es mir ganz leicht gemacht. Kante mit der Overlock versäubern, umschlagen, drüber nähen, fertig ist der Saum. Für den weißen Streifen habe ich ein Satinband parallel zum Saum angenäht, auch das ganz schnell und einfach. Was ich nicht bedacht habe, ist, dass ich ein gerades, nicht dehnbares Band nicht einfach als Kreis aufnähen kann, ohne dass es hässliche Falten wirft. Aber wenn ich es vorsichtig glatt bügel, ist es gut genug, oder? Oh, und schon ist der Rock fertig. Wow, das ging schnell. Der Unterrock bekommt Rüschen, und zwar welche mit einer süßen halbkreisförmigen Unterkante. Also lasst uns einen Haufen Rüschen nähen. Erstmal habe ich mir in Inkscape eine schnelle Schablone erstellt und auf dickes Papier ausgedruckt. So ging das Anzeichnen relativ schnell, obwohl es ein 6 Meter langer Streifen Stoff war. Spoiler, diese 6 Meter haben nicht gereicht für das Kleid. Jedenfalls habe ich als nächstes einen zweiten Stoffstreifen drunter gelegt und entlang all dieser Halbkreise genäht. Das ging zwar weniger schnell, aber der eigentlich mühsame und nervige Schritt war, die Nahtzugaben einzuschneiden, damit ich die Rüschen wenden kann. Ich habe bei Sarah Spaceman den Trick gesehen, die Nahtzugaben mit einer Zickzackschere zurückzuschneiden und Leute, hört auf sie, das spart euch so viel Zeit und Nerven. Aber ich wollte mal wieder Geld sparen und habe mich entschieden, diese ganzen Zacken einzeln von Hand zu schneiden. Warum? Inzwischen habe ich mir übrigens eine Zackenschere für Stoff zugelegt, nachdem dieses Cosplay fertig war. Nach mehreren Stunden Zackenschneiden konnte ich meine Rüschen wenden und habe dann auch noch die komplette Kante abgesteppt, damit sie ihre Form behält. Der doppelt liegende Stoff war aber zu dick, um ihn ohne weiteres zu raffen, und ständig reißende Heftfaden wollte ich mir echt nicht antun. Darum kommt jetzt mein Lieblingsspielzeug zum Einsatz, der Faltenleger. Und jetzt haben die Rüschen auch wieder Spaß gemacht. Aber auch mit dem Faltenleger ließ sich der Stoff nicht raffen, weil es einfach zu dick war. Darum habe ich ihn stattdessen in die kleinstmöglichen Falten gelegt, die funktioniert haben. Ich bin zufrieden mit dem Ergebnis. Aber warum habe ich einen Faltenleger für 60 €, aber kaufe mir keine Zackenschere für 20 €? Kann mir das bitte jemand erklären? Mein Hirn ergibt keinen Sinn. Nach dem Raffen waren das hier immer noch ungefähr 4 Meter Rüschen und die kommen jetzt hier unten an den Unterrock dran. Ja, die fertigen Rüschen haben mich glücklich gemacht. Der Unterrock hat noch einen Bund bekommen und schon war er fertig. Er ist echt süß geworden. Auch mit dem schwarzen Rock sieht er super aus. Weiter geht's mit der Schürze. Wie der Unterrock bekommen sie die zum Glück schon vorbereiteten Rüschen. Ich nähe dieses Cosplay übrigens aus günstigem Polyesterstoff, der den Vorteil hat, dass er kaum knittert, und so muss ich das fertige Kleid hoffentlich kaum bügeln. Der Nachteil dieses Stoffes ist, dass er leicht durchsichtig ist. Darum bekommt die Schürze eine zweite Schicht bzw. ein Futter. So sind auch gleich alle Stoffkanten versteckt. Yeah! Ich fixiere alle Schichten, nähe den schwarzen Streifen als Deko drauf und fertig ist die Schürze. Die wird später direkt am Rock befestigt. Und fällt euch was am Rock auf? Der weiße Streifen sieht plötzlich ordentlich aus. Ich habe ihn nochmal neu gemacht, aber zu diesem ganzen Wahnsinn kommen wir später. Jetzt, wo die untere Hälfte des Kleides fertig ist, ist es Zeit, mich in Klebeband einzupacken. Wunderschön. Hier ist die Vorderseite meines Schnittmusters. Die Rückseite habe ich mit Hilfe meiner Schneiderpuppe gezeichnet und die Rockschöße habe ich mit Papier drapiert. Ich weiß, dass man eigentlich mit Stoff drapiert, aber es hat funktioniert, okay? Darum könnt ihr nichts dagegen sagen. Für das Teststück ist natürlich nur die allersüßeste Katzenbettwäsche angemessen. Und der Schnitt sieht echt gut aus, ich muss fast nichts dran ändern. Ist euch aufgefallen, dass die Innenseite der Rockschöße lila ist? Darum sind meine Futterteile zweifarbig. Danach habe ich Außenteile und Futter rechts auf rechts zusammengenäht und natürlich die Nahtzugaben eingeschnitten. Die Wendeöffnung ist auf der Rückseite. So sehen die Teile dann aus und als nächstes werden sie mit weißen Streifen dekoriert. Vielen weißen Streifen. Fertiges Satinband wollte ich nicht nehmen, weil ich beim Rock gemerkt habe, dass man das nicht gebogen aufnähen kann, ohne hässliche Falten und Ecken. Und die Streifen auf dem Oberteil sind alle gebogen. Darum mache ich mir mein eigenes Schrägband. Das ist wirklich ganz leicht, vor allem wenn du einen Schrägbandformer hast. Dann falte ich mein Schrägband, sodass alle Stoffkanten innen sind. Schnell festnähen und schon habe ich ein schönes versäubertes Stoffband, das biegsam genug für die Rundungen ist.
Die sichtbare Naht ist kein Problem, denn dieser Streifen wird sowieso mit 2 parallelen Nähten festgenäht. Hier habe ich mich dann auch entschieden, den Streifen am Rock neu zu machen, weil es mit dem Schrägband so viel besser aussieht als mit dem Satinband. Gut, dass das hier Polyester ist, so kann ich die Enden vorsichtig verschmelzen und nichts wird mehr ausfransen. Das Mittelteil ist ein Rechteck, mehr oder weniger, auf das ich die Seitenteile drauf nähe. Damit sieht das Oberteil schon richtig toll aus. Jetzt wird es ein bisschen kompliziert mit den schwarzen Trägern, die hinten überkreuzt sind. Ich habe sie auch selbst gemacht, wie die weißen Streifen. Aber ich habe keine Ahnung, wie lang die Träger werden müssen, darum habe ich mich entschieden, sie verstellbar zu machen. Das ist nicht schwer, wenn man weiß, wie man sie durch diese Plastikteile durchfädeln muss. Also schaut genau hin, damit ihr es nicht verpasst. Jetzt muss ich die Träger noch so annähen, dass sie sich überkreuzen. Und tada, es hat geklappt! Weiter geht's mit dem weißen Teil über der Brust. Es wird einen Abnäher bekommen und natürlich ganz viele Halbkreisrüschen. Ich bin nicht glücklich mit den Abnähern. Sieht aus wie... ja, aber die Rüschen nähe ich nicht nochmal. Ich werde jetzt die Abnäher zumindest am äußeren Teil wieder auftrennen und dann den unteren Bereich stattdessen raffen. Gesagt, getan, weißer Stoff gerafft und schon mal festgesteckt. Vorne ist es komisch. Ich habe jetzt noch eine Sache angepasst und zwar diese Seitendinger weiter nach unten gekippt. So. Dadurch ziehen sie die Vorderseite ein bisschen enger an meinen Körper dran und es ist so viel besser dadurch. Also kann ich es festnähen und diese Stoffkante auf der Innenseite habe ich noch von Hand versäubert. Tun wir mal so, als wäre das ganz schnell gegangen. Ich will Oberteil und Rock so aneinander befestigen, dass man von außen keine Naht sieht. Denn im Original gibt es ja auch keine Naht. Wäre es leichter gewesen, das an der Schneiderpuppe zu stecken und dann anzuprobieren? Jetzt nähe ich den Rock von Hand am Futter fest und zwar nur am Futter, so ist die Befestigung von außen unsichtbar. Endspurt für das Kleid. Hier ist mein Teststück für die weißen Träger mit den Rüschen. Für die Rüschen brauche ich zweimal diese Form. Oh je, mein weißer Stoff wird knapp. Eine Kante wird versäubert und die andere gerafft. Das nähe ich am eigentlichen Träger fest, schlage den doppelt um und fertig. Falls du mal so ein Made-Haarband brauchst, es ist das gleiche Schnittmuster. Die kleinen Schleifen sind einfach gewendete Rechtecke, die ich in der Mitte raffe und dann mit Garn umwickle. Für die großen Schleifen brauche ich diese Teile. Ich nähe sie zusammen, wende sie, bügele sie und dann setze ich meine Schleife zusammen. Hauptsächlich von Hand, weil die so dick ist. Auf der Rückseite meiner Schleife ist Klettverschluss, damit werde ich sie am Kleid befestigen. Damit ist das Kleid fertig und es fehlt nur noch der ganze Rest des Cosplays. Also gut, machen wir weiter mit dem Kragen. Das Schnittmuster dafür habe ich drapiert, denn ich möchte mehr drapieren üben. Das war mein Ergebnis. Beim Teststück dachte ich, dass es hinten viel zu viel Stoff ist und habe ein großes Stück weggenommen. Ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe, aber das war voll unnötig und mein ursprünglicher Schnitt wäre gut gewesen. Wie ihr gleich sehen werdet. Hier sind meine Kragenteile, hier noch mehr vorbereitete Halbkreisrüschen und hier ist beides zusammen. Und hier seht ihr, dass ich hinten zu viel Stoff weggenommen habe. Eigentlich sollten sich die Kanten treffen. Ich habe nicht mehr genug Stoff für einen neuen Kragen, darum bleibt das jetzt so. Für den Halsteil des Kragens habe ich diese Rüschen zwischen 2 weiße Streifen genäht, einen für außen und einen für innen. Den äußeren Streifen nähe ich zuerst fest. Hier habe ich die Nahtzugaben schon mal eingeschnitten. Den inneren weißen Streifen falte ich über die Nahtzugaben und schlage gleichzeitig die Stoffkante nach innen. So sieht es dann aus und jetzt nähe ich von außen genau in dieser Falte und der Streifen ist ordentlich befestigt. Noch mehr Deko und ein Knopf, schon ist der Kragen fertig. Hier sind meine 6 Probestücke für die Ärmel. Ja, so viele Versuche habe ich gebraucht. Ich hatte wirklich absolut keinen Plan, wo ich da anfangen soll, also habe ich auf gut Glück ein Schnittmuster gezeichnet und ausprobiert. Hier habe ich gemerkt, dass den Stoff zu raffen nicht gut aussieht. Hier habe ich Füllwatte reingepackt, aber die Rundung ist noch zu spitz. Irgendwann habe ich dann, um Stoff zu sparen, nur noch Schwimmflügel genäht. Und ihr seht, es gibt viel mehr Teilungsnähte als in den Vorgängerversionen. Mein finaler Ärmelschnitt besteht aus 10 Teilen pro Ärmel. Aber eigentlich ist das cool, denn so kann ich von meinem schwarzen Stoff auch noch die kleinen Reste benutzen. Als erstes kommen auch an den Ärmelrüschen und ein weißer Streifen. Dann wird es ein bisschen komplizierter, denn ich habe eine Methode entwickelt, diesen Puffärmel anzunähen, ohne Nähte auf der Innenseite zu haben.
Hier habe ich mir auf der rechten Stoffseite markiert, wo der Puffärmel hinkommt und da nähe ich die Unterkante fest. Dann kommt hier noch ein Gummiband drauf. Das Gummiband wird im Ärmel drin sein und nicht direkt auf der Haut liegen, denn bei den Teststücken habe ich gemerkt, dass dieses Gummiband etwas kratzig ist. Die Länge des Gummibands habe ich direkt an meinem Arm gemessen und wie ihr seht, ist es kürzer, als das Ärmelteil breit ist. Da ist es Absicht. Ich stecke das Gummi unter Spannung fest, um die Breite des Ärmels gleichmäßig darauf zu verteilen. Natürlich muss ich beim Nähen Gummiband und Ärmel auch unter Spannung halten, sonst ist es danach nicht mehr dehnbar. Jetzt kommt der eigentliche Trick, wie ich den Ärmel so nähe, dass die Nahtzugaben am Ende alle versteckt sind. Erstmal wende ich das ganze Ding einmal, also die Innenseite liegt jetzt oben. Dann rolle ich den unteren Teil des Ärmels auf, so dass der Puffärmel sichtbar wird. Den klappe ich dann nach oben. Zack! Jetzt liegt er rechts auf links auf dem oberen Teil des Ärmels. Dadurch habe ich so einen Hotdog und den nähe ich oben zusammen. So weit, so gut. Ich habe hier an den Rundungen der Puffärmel auch noch die Nahtzugaben eingeschnitten. Jetzt kann ich das ganz einfach wenden und tada, alle Stoffkanten sind versteckt. Damit der Ärmel an meinem Arm hält, nähe ich an die Oberkante dieses Anti-Rutsch-Gummiband mit so einer Silikonbeschichtung in der Mitte. Ich habe nur weißes bekommen, aber das macht nichts. Wie vorhin nähe ich das Gummiband unter Spannung an den Ärmel. Ich konnte mich direkt davon überzeugen, dass diese Silikonschicht super funktioniert, denn sie ist nicht unter dem Nähfuß entlang gerutscht. Erst mit einem Stück Papier dazwischen konnte ich nähen. Hier ist mein Schnittmuster für was auch immer dieses weiße Detail oben am Ärmel ist. Wow, mein Außenstoff hat gerade so gereicht. Eigentlich wollte ich die zwei Teile mit ihrem Futter rechts auf rechts nähen und dann wenden, aber mir fällt gerade auf, dass das hier nicht gehen wird, weil ich hier viel zu enge Stellen habe. Die einzige Alternative, die mir gerade einfällt, ist bei beiden Teilen unabhängig voneinander erst die Nahtzugaben nach innen zu schlagen und sie dann von außen von Hand zusammenzunähen. Damit die umgeschlagenen Nahtzugaben halten, bügele ich zuerst ein Stück Flisofix in die Mitte. Das ist ein super dünnes Appliziervlies. Wenn ich das Trägerpapier abziehe, bleibt es als ganz dünne, leicht glänzende Schicht zurück. Jetzt kann ich die Nahtzugaben mit Hitze auf der Rückseite festkleben. Dafür zweckentfremde ich mein Hotfix-Gerät. Das ist eigentlich für Glitzersteine gedacht, aber man kann damit auch kleine Flächen bügeln. Nächste spontane Planänderung. Ich habe Sorge, dass dieses Teil mit Futter alleine nicht stabil genug ist, um die Spitzen nach oben stehen zu lassen. Darum kommt noch eine Schicht Volumenvlies rein. Dieses hier heißt Thermolam. Dank meiner Flisofix-Schicht kann ich das Schnittteil einfach auf das Thermolam bügeln, die Ränder zurückschneiden und dann endlich auch das Futter auf die Rückseite nähen. Puh, ihr wollt nicht wissen, wie lange das gedauert hat. Die fertige Deko habe ich dann auch von Hand an die Ärmel genäht und sie sind fertig. Der Haarreif geht schnell, versprochen. Erstmal habe ich 5 Stoffblüten selbst gemacht und das nicht gefilmt, weil, nicht so schlimm, es gibt mehr als genug Tutorials für Stoffblumen. Umso mehr Aufnahmen habe ich davon, wie ich sie mit Perlen dekoriere, um davon abzulenken, dass die Mitten hässlich sind. Als nächstes habe ich ein lila Band genäht, so wie schon beim Kleid. Das kann ich zu einer schönen Blumenschleife zusammenlegen, aber es gibt 2 Probleme. Erstens wird die Mitte viel zu dick und zweitens, wie kriege ich das zweite Ende auch nach unten, ohne dass es blöd aussieht? Nach ein bisschen Experimentieren war meine Lösung, solche Stücke zu schneiden und die Schlaufen einzeln nebeneinander zu kleben. Dieser Textilkleber und seine Dämpfe sind böse, darum erstmal Fenster auf und Handschuhe an. Bei dieser Gelegenheit habe ich übrigens herausgefunden, dass der Gütermann-Kleber Baumwolle nicht ganz so gut klebt wie synthetische Stoffe. Die Mitte ist noch hässlich, darum verstecke ich sie unter diesem Ding und einem Knopf. Und dann habe ich alles auf einen Haarreif genäht und zwar in der Bahn auf dem Weg zu meiner besten Freundin. Ach ja, und ich habe auch noch Haarspangenlila angemalt. Jetzt fehlen nur noch Rams Haare. Die Basisperücke ist so schön und ich hoffe, ich ruiniere sie jetzt nicht, denn ich habe null Ahnung von Wig-Styling und Haare schneiden. Erstmal habe ich die Länge des Ponys an mir selbst geschnitten und dann versucht, mit Hilfe von Friseur-Tutorials einen Bob zu schneiden. Versuchen und hoffen ist die Methode. Also wenn ihr Wig-Styling-Tipps für mich habt, bitte her damit, ich bin dankbar für jede Hilfe. Diesen Kopf habe ich übrigens selber modelliert aus Ton in einem Kunstkurs, der ist sehr cool. Irgendwann habe ich ihm mal eine Maske aufgesetzt, weil ich das lustig fand und seitdem trägt er die, weil ich das irgendwie immer noch lustig finde. Das Ergebnis ist okay geworden, aber sieht es wirklich nach Ram aus oder eher nach Sakura?
Naja, für meinen allerersten Versuch, eine Perücke zu schneiden, bin ich auf jeden Fall zufrieden. Damit ist Ram fertig und ich bin so gespannt, was meine beste Freundin und Cosplay-Partnerin zu beiden Kleidern sagt. Hi, wir sind jetzt hier bei Juritia zu Hause. Hi. Hallo. Ich habe dir die Kleider mitgebracht. Mhm. Du weißt noch nicht, welches ist, gell? Nö. Da sehen wir eine rosane Perücke. Soll ich sie gleich aufsetzen oder willst du erst deine noch Ich angucken? gucke mir mal meine an. Also die total tolle gekaufte Perücke. Die habe ich selber auch noch nicht angeschaut. Die kommt direkt aus der Packung, so wie sie ist. So, da ist noch ein Papier drin. Boah, die haben noch nicht mal am Papier gespart. Cool. Also bei dir ist ein bisschen mehr Zeugs innen drin. Diese Bänder. So. Ich bin jetzt ganz interessiert auf den Haaransatz. Nee, aber der Haaransatz ist tatsächlich ähnlich gemacht. Das ist beides so ein Plastikding. Und das dann so. Dann fühlt man sich so, als würde man erwürgt werden. Echt, meins ist schon voll ausgeleiert. Wie eine Duschhaube, so ein bisschen. Genau, wie eine Duschhaube. Also ich muss sagen, die Perücke glänzt nicht so schlimm, wie ich dachte. Also so allein von den Haarfasern her sieht die gar nicht so schlecht aus. Ja, es geht schon. Das sieht hier seltsam aus, finde ich. Also, Ich glaube, du hast es schief auf der... ja, Oh, hier ist das Pony und dann irgendwie so, glaube ich. ich sehe nichts. Ja, das Problem habe ich auch mit Ram. Man sieht nichts, weil die ihr Pony über den Augen hat. Ich glaube, ich werde auf der Con nicht so rumlaufen, sondern ich werde auf der Con so rumlaufen und es ist mir egal. Ich glaube, ich mache einfach eine Haarspange rein. Mir ist es dann auch egal. So geht's einigermaßen. Okay. Okay, in der Box habe ich jetzt beide Kleider, aber ich verrate dir noch nicht, welches ist. Alles Einzelteile. Genau, wir haben diese Schleife. So, ehrlich gesagt, muss ich sagen, dass ich ein klein bisschen raus bin, dass ich zwar weiß, wie Rem aussieht, aber die Details nicht mehr im Kopf habe. Deswegen weiß ich gerade nicht, was das ist. Und das scheint ein Strumpfband zu sein oder irgendetwas. Ein Haarreif, der ist eigentlich ganz hübsch, finde ich. Das hier sieht aus wie irgendwie... Ist das jetzt für die Arme oder für die Beine? Irgendwie ist da gerade so viel schwarz-weiß, dass ich nicht mehr genau sagen kann. Der Stoff, sage ich mal, Ja. bei einem Cosplay ist es ja generell so, dass man wahrscheinlich einfach ein bisschen schwitzt. Es wirkt jetzt so, als ob man drin schwitzen könnte. Also mir würden wahrscheinlich technische Mängel nicht unbedingt auffallen, weil ich nicht weiß, wie die Nähtechniken sein sollen. Weißt du, genau deshalb mache ich das Video mit dir, weil mir jeder einzelne Fehler auffällt bei den Nähtechniken. Wahrscheinlich selbst bei dir. Okay, also das ist das Hauptteil. Es sieht ein bisschen eng aus. Und hier ist ein bisschen schwarzer Faden, der irgendwo ausgeht gerade. Oh, wo kommt der her? Hier. Da hat jemand das Ende des Overlock-Garns nicht abgeschnitten. Beziehungsweise eigentlich schneidet man es nicht ab, dann trottet sich's auf. Eigentlich nimmt man eine Nadel und zieht es dann da so rein. Ah, okay. Ansonsten ist aber scheinbar jetzt nichts kaputt oder so. Hier ist ein Reißverschluss. Und beim Zugehen glaube ich, dass man ein bisschen aufpassen muss bei der Stelle. Ansonsten ist es eigentlich ganz hübsch. Hast du schon eine Vermutung, ob das gekaufte oder das selbstgenähte Kleid ist? Also, warte mal, ich muss mir das nochmal anschauen. Der Stoff, irgendwie weiß ich nicht, ob du den benutzen würdest. Es könnte das gekaufte sein, aber sicher bin ich mir nicht. Dann schaue ich mir mal das zweite an. Bloß jetzt habe ich so hingelegt, dass das Kleid wohl zuerst kommt. Dann nehme ich jetzt Macht halt nix. zuerst das Kleid. Also das ist das zweite. Also verarbeitungstechnisch würde ich sagen, dass das... Verarbeitungstechnisch sieht es für mich auf den ersten Blick gut aus. Keine Fäden. Ah, anscheinend ist da das Lila, aber das sieht doch irgendwie mehr nach dir aus. Warum? Irgendwie hast du so in der Art schon mal was gehabt. Es Du sieht mehr meinst- nach Faschingskostüm Meinst aus. du etwa, ich habe schon mal Baumwollstoff benutzt, statt was auch immer das ist? Ja. Der geht leicht auf. Der Reißverschluss. Er klemmt 0. Ja, also es sieht für mich auch jetzt nicht nach Mängeln in der Verarbeitung aus, auch wenn ich mich natürlich nicht auskenne. Ich habe ehrlich gesagt das letzte Mal genäht in der 5. Klasse oder 6. Klasse. Okay, also hier sind auch solche Ärmel oder was auch immer. Es ist auf jeden Fall ein bisschen anders, es ist ein bisschen mehr gepolstert und der ist ein bisschen, ja, lappriger, würde ich sagen. Das ist auch dieses Strumpfband.
Denkst du immer noch, dass es ein Strumpfband ist? Nein. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Vielleicht ist es am Hals auch. Ja, das ist der Kragen. Und dann haben wir den Haarreif. Glitzerstein, das finde ich hübsch. Und hier eine lilane Schleife. Ah, das ist das gleiche wie das rosane plus in lila. Das ist diese tolle rosane Schleife. Jetzt weiß ich bloß nicht, ob die eigentlich lila sein soll. Ich denke, die ist lila, weil der Rest auch lila ist. Also Dieses Teil ist mit einem Lasercutter ausgeschnittenes, super dünnes Filz. Und die hatten vielleicht gerade kein Lila, also nimmt man rosa. Und dann ist das hochprofessionell mit Heißkleber an diese Klammer dran geklebt worden. und du benutzt natürlich immer Heißkleber, das heißt, das ist nicht von dir. Ich bin der größte Heißkleber-Fan überhaupt. Ich habe nur im ersten Moment war ich ein bisschen irritiert, aber das lag an den Strumpfhosen. Da ist nämlich eine wahrscheinlich auch gekaufte Strumpfhose. Ja, genau. Wir haben hier einmal Socken aus China und einmal gekaufte Strumpfhose. Die Strumpfhose habe ich nicht selber genäht. Und dann ist noch ein Unterrock dabei. So, das erste Kleid hatte ja keinen Unterrock. Nee, So war. stimmt. Der hat keinen. Guck mal, das gekaufte Kleid hat unten diesen weißen Streifen. Das ist quasi der Unterrock, der ist dran genäht. Stimmt, das ist unten schwarz und das ist... Ja, Aber das ist das gekaufte, ne? ja. Es war spätestens dann klar, als der Heißkleber ins Spiel kam. Und das andere sieht wirklich aus wie Größe 32, deswegen werden wir dann noch ein bisschen was tun müssen, Mal gucken, ob es passt. damit ich das anziehen kann. Jupp, das gekaufte Kleid hat leider nicht gepasst. China L ist maximal Größe 36, aber ich passe rein, darum seht ihr es jetzt an mir. Natürlich habe ich ein gekauftes erwartet. Ich finde es keine Komplettkatastrophe. Ich finde, du kannst es gut tragen. Bin mal gespannt, wie das dann aussieht, wenn es geändert ist, sodass ich das anziehen kann. nähe hinten einen Keil rein oder so. Also ich finde, das Kleid an sich passt ganz gut. Es ist recht bequem. Was mich stört, ist, dass die Ärmel zu lang sind. Ey, die müssten 5 cm kürzer sein oder so. Dann sind die mir auch zu lang. Das gleiche mit diesen Kniestrümpfen. Ach, sie rutschen. Ich habe das erst ein paar Minuten an und sie rutschen und sie schneiden auch ein bisschen ein. Nee, typisches Anime-Figur-Problem. Er ist sehr klein. Das ist furchtbar. Weit weg. Gleich fort. Ich finde aber die Rocklänge ist super für meine Größe. Auch Da haben wahrscheinlich große Leute ein Problem, ja würde ich gut, sagen. ich würde mal sagen, ich habe auch eher die Durchschnittsgröße von einer Chinesin. Ich Ja. habe nur nicht den Durchschnittsumfang einer Chinesin. Was mich total gestört hat, als ich das Kleid ausgepackt habe, war, dass an dieser Stelle es nicht gut genäht ist. Aber angezogen, finde ich, sieht es gar nicht so schlimm aus. Was mich viel mehr stört, ist, dass die Unterbrustlinie asymmetrisch ist, dass diese schwarze Schleife schief ist. Und was sind das hier bitte für komische Abnäher? Ich fange übrigens jetzt an zu schwitzen, nach ungefähr 10 Minuten oder so. Der Stoff ist gleichzeitig extrem dünn und extrem schwitzig. Juhu, und dann sind die meisten Cons im Sommer. Ja, yay! Übrigens hatte ich voll Probleme, diese Perücke aufzusetzen. Die Haube, auf der die Fasern drauf sind, die ist voll klein irgendwie. Oder ich habe einfach nur einen riesigen Kopf. Ich nicht. Aber Ich habe einen kleinen Kopf und ich habe auch Probleme. okay. Die Perücke allein, würde ich sagen, ist okay, abgesehen von der Größe. Ja. Darf ich das Kleid wieder ausziehen? Ja, klar, natürlich. Schau mal, wir schauen uns das nächste an. Also es sitzt auf jeden Fall sehr gut an dir, aber das ist ja auch zu erwarten, wenn du Es ist ja maßgeschneidert. maßschneiderst. Also man sieht doch einfach schon den Unterschied, dass es besser an den Körper angepasst ist. Ich finde auch, dass diese gekreuzten Träger deutlich besser anzuziehen sind. Okay. Und ich finde, dass der Reißverschluss leichter zu und aufgeht. Ja, also die gekreuzten Träger gehen deshalb leichter an- und auszuziehen, weil ich sie hier mit den weißen Trägern verbunden habe. Also die sind auch nur ungefähr ab oben auf der Schulter überhaupt locker und separat. Und bei dem gekauften Kleid sind sie komplett separat und dann verheddert man sich da beim Anziehen in den Bändern. Ah, okay. Die Ärmel haben jetzt die richtige Größe. Wuhu. Ich habe das Kleid jetzt schon über 10 Minuten an und ich schwitze noch nicht. Das ist ein gutes Plus. Was mich nervt, ist diese Perücke. Die Haare im Gesicht. Aber ich meine, das ist klar. Was die gekaufte Perücke oder das gekaufte Cosplay nicht hat, sind diese gekreuzten Haarklammern.
Stimmt, aber ich denke, ich werde mir einfach Aber- zu helfen wissen und mir Haarklammern besorgen. Ja, das ist jetzt nicht das Problem. Wir haben jetzt hier beide Kleider, das gekaufte und das selbstgenähte, und du darfst sie jetzt bewerten. Okay, Ich will, in dem schwitzt man wirklich stark. in dem schwitzt man nach 5 bis 10 Minuten. Also nach deiner Aussage. Und ich hatte solche Klamotten auch schon öfters an, die dann so sehr leicht, wo man sehr leicht zum Schwitzen neigt. Und ja, deswegen ist das Material halt einfach deutlich angenehmer zu tragen. Darin habe ich nach 15 Minuten noch nicht geschwitzt. Und deswegen, Noch nicht. Und deswegen deins. Also ich finde deins besser, weil einfach das, also es ist jetzt nicht irgendwie katastrophal verarbeitet, das nicht. Es sind so ein paar lose Fäden und so, man sieht so ein paar Unsauberkeiten, einfach es ist halt auch gekauft. Aber trotzdem muss ich sagen, dass deine Verarbeitung dann besser ist. Ich will zur Verarbeitung aber noch dazu sagen, dass dein Kleid natürlich aus einer Massenfertigung kommt und die Leute da wahrscheinlich unter Zeitdruck nähen. Also was ich gut finde, ist, dass sämtliche Kanten mit der Overlock versäubert sind. Wir haben hier keine innen irgendwie noch offenen Nähte. Wir haben ein paar raushängende Fäden und wir haben ein paar Gummibänder, die aussehen, als ob sie demnächst abreißen. Das sieht wirklich so aus. Um fair zu sein, man kann von einem gekauften Cosplay keine perfekte Verarbeitung erwarten. Dann ist es vermutlich klar, dass aber einfach die Genähten besser sind. welches Kleid sieht besser aus? Welches Kleid sieht mehr wie das Original aus? Also ich finde insgesamt deins stimmiger, einfach wie du es zusammengestellt hast. Aber auch einfach, weil du dich sehr auch an das Original gehalten hast. Gut, ich muss zugeben, Was ich ich immer bin tue. nicht mehr so in der Materie jetzt von ReZero drin. Aber Besser. Aber genau das finde ich ein wichtiger Punkt. Wenn du jetzt ein Con-Besucher bist, der jemanden in diesem Cosplay sieht, meinst du, du würdest das jetzt erkennen, ob das super originalgetreu ist? Wenn ich jetzt auf der Con wäre, vermutlich nicht. Ich glaube, du würdest sehen, das ist Ram und Rem, Ja. cool. Aber dir würde wahrscheinlich jetzt nicht jedes kleine Detail auffallen, Nein. ob jetzt die Größe der Schleifen stimmt oder die Länge von denen, was auch immer. Dann tut's das. Es Oder? tut's, ja. Wenn ich es jetzt natürlich vergleichen muss, klar, dann gewinnt das. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mit dem nicht gut auf eine Con gehen kann. Nee. Es ist ausreichend, kann Du man musst sagen. halt ein bisschen schwitzen, aber Ja. du kannst damit gut auf die Con gehen. Ja. Was sagst du zur Konstruktion, also wie leicht es an- und auszuziehen ist und so? Okay, also deins wird auch gewinnen, ehrlich gesagt, weil ich habe versucht, den Reißverschluss zuzumachen und es war echt eine Tortur. Auch mit dieser Schleife hinten, mit der Die Sicherheitsnadel. Schleife mit der Sicherheitsnadel. Das war für mich auch schwierig. Und diese gekreuzten Träger, deins ist einfach auf gut anziehen optimiert worden. Das ist der Vorteil beim selbstgenähten Kleid. Da kannst du dir selber überlegen, wie du es am einfachsten an- und ausziehen kannst. Ich habe länger gebraucht, um mein Kleid anzuziehen als das, weil es mehr Einzelteile hat. Eine Sache, die ich aber hier bei dem gekauften Kleid besser finde, sind diese Gummibandträger. Ich meine, ja, dieses Gummiband ist nicht gut dran genäht, aber ich finde die Idee richtig gut, für die gekreuzten dünnen Träger Gummiband zu nehmen, statt Träger zu nähen und einen Verstellmechanismus mit einzubauen. Das habe ich ein bisschen unnötig kompliziert gemacht. Passform ist bei beiden in Ordnung. Deins ist halt einfach ein bisschen, ja klar, es ist maßgeschneidert. Maßgeschneidert ist einfach maßgeschneidert, Ja. aber es Würde ist ich jetzt, okay. würde ich jetzt nicht in die Bewertung Es ist- unbedingt jetzt einfließen lassen. Deswegen sage ich unentschieden. Okay. Sind beide von der Passform in Ordnung. Unsere tollen Perücken hier. Ich habe da auch irgendwie schlechtere Verarbeitung erwartet und sie sitzt gut. Im direkten Vergleich glänzt sie mehr als meine, aber ich finde, die glänzt nicht schlimm. Ich finde die Farbe richtig schön. Und dafür, dass es eine billige Perücke ist, finde ich die gut. Also eigentlich würde ich ein Unentschieden vergeben in dem Fall, weil man eigentlich echt nicht meckern kann, was die Perücke angeht. Okay, cool. Jetzt kommt der spannende Teil. Wie viel hat dein Kleid gekostet? 54,99 €. Mit allem, mit Perücke. Ich habe für mein Kleid nur für den Stoff 37 € gezahlt. Für Zubehör, Reißverschluss und so 16 € und die Perücke hat nochmal 25 € gekostet. Das heißt, nur mit Materialkosten und allem komme ich auf 78 €. Dann kommt aber noch die Arbeitszeit dazu. Also in allem zusammen stecken ungefähr 100 Stunden Arbeit, verteilt auf 6 Wochen. Ich habe mal nachgelesen, Maßschneider hat einen Stundenlohn von zwischen 20 und 60 €. Wenn du jetzt natürlich selber nähen kannst, ist die Arbeitszeit egal. Wenn du dir aber ein Kleid in der Qualität schneidern lassen wolltest, dann liegst du mit Lohn bei zwischen 2.078 € und 6.078 €.
Das ist eine Hausnummer. Ich glaube, was den Preis angeht, gewinnt eigentlich immer das Gekaufte. Außer du nähst es aus Bettlaken oder so, dann bist du vielleicht billiger dran. Also man kann jetzt nicht unbedingt meckern, was das Preis-Leistungs-Verhältnis bei diesem Cosplay angeht. Es kommt halt immer drauf an, was man möchte. Ich kann nicht nähen, ich kann damit ohne Probleme auf die Con und habe eine coole Zeit damit. Also es ist für mich okay und selber genäht ist natürlich irgendwie ein Stück weit cooler, weil individuell, klar. Aber ich kann damit auf die Con gehen und why not? Ja. Damit das Kleid Jorizia auch passt, habe ich rechts und links vom Reißverschluss so 2 Keile reingenäht und ich habe auch die Gummibänder ein bisschen besser befestigt. Es wird auch noch Fotos von uns beiden als Reim und Rahmen geben. Mal sehen wann. Jedenfalls danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.